Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht. Wir machen jetzt Madagaskar. Wenn ein anderer Zoo sich um eine andere Region kümmert, dann können wir doch weltweit einen ganz schönen Unterschied machen. Und was wir gleichzeitig auch machen, wir mischen Studentenarbeiten in unsere Forschung ein und unsere Erhaltungszucht ein, weil durch Forschung, das wollte ich sagen, können wir tatsächlich die Lücken im Artenschutz, im Ex-situ-Artenschutz zu füllen versuchen. Und meine ehemalige Masterstudentin Laura Leis hat damals die Anzahl und die gehaltenen Arten an bedrohten Süßwasserfischen Madagaskars in Zoos untersucht. Wir haben das dann auch publiziert im US-Journal Zoo Biology, also zu gucken, welche bedrohten Arten haben schon einen Schutz durch Zoos, durch eine Zoohaltung, welche sind noch nicht in Zoos, welche werden zu viel, welche zu wenig gehalten, welche werden vermehrt, welche werden nicht vermehrt. Wie können wir das Netzwerk erweitern, vergrößern? Wie können wir noch mehr bedrohten Arten einen Schutz durch Zoos geben? Weil das sagt ja auch der One Planet Approach, für viele Arten geht das draußen nicht schnell genug mit dem Artenschutz. Und da kann es ganz wichtig sein, dass so eine Art schon in Zoos ist. Weil wenn sie draußen verloren ist, können wir sie dann, wenn wir die Probleme vor Ort beseitigt haben, wieder auswildern. Wenn sie nicht in Zoos ist, haben wir verloren. Dann haben wir die Chance verpasst. Und diese Publikation, die auf der Masterarbeit von Laura damals entstanden ist, da haben wir vor kurzem von dem Journal Zoo Biology in den USA die Notifikation bekommen, dass das einer der meist zitierten, der meistgelesenen Artikel des Journals war. Das heißt, viele Zoo-Kollegen sind auch an sowas interessiert, sich im Artenschutz besser aufzustellen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ja, und so haben wir uns hier auch in Richtung Artenschutzzentrum entwickelt, wie gesagt, mit über 100 bedrohten Arten. Und im Süßwasserbereich haben wir uns auf Madagaskar fokussiert. Und in der Terroristikabteilung, da ist es auch Madagaskar, aber primär Vietnam. Ja, hier stehen wir vor einer weiteren bedrohten Art aus Madagaskar, der Pollenbuntbarsch, der ist gefährdet. Und das ist ein schönes Beispiel, wie schnell man Zoohaltung konvertieren kann von einer reinen Schauart in eine bedrohte Art. Das hier ist eine Sitzgelegenheit, wo sich unsere Besucher ausruhen können, und trotzdem halten wir hier eine bedrohte Art, sind Teil des Erhaltungszuchtnetzwerkes. Ja, und wir haben hier praktisch einfach eine nicht bedrohte Art durch eine bedrohte ausgetauscht, um Teil des Erhaltungszuchtnetzwerkes zu sein. Und so haben wir eigentlich alle unsere Becken im Schaubereich, im Besucherbereich, aber auch hinter den Kulissen genutzt. Wir haben noch nicht alles erreicht. Wir haben noch ein paar Ziele für die Zukunft, aber ja, wenn so Zoos, Aquarien ihren platzbedrohten Arten zur Verfügung stellen, dann können sie tatsächlich als moderne Arche fungieren. Und der Artenschutzzoo, der definiert sich für mich halt dadurch, dass man seinen Platz, seine Expertise, meine Mitarbeiterinnen und natürlich auch meine Arbeit Zeit und Geld bedrohten Arten zukommen lassen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.